So, Freunde der Nacht. Das ist jetzt kein Schlachtnacht-Video, sondern ein Restaurationsvideo. Ja, ich restauriere mal wieder ein Burago und es wird ein Ferrari F40 von Burago sein. Dieses schöne Sondermodell von Autodrom, das ist in dieser Deutschland-Lackierung gemacht worden, in Schwarz-Rot-Gold. Er hat leider diverse Mängel und deswegen werde ich den jetzt mal restaurieren. So. Zum einen hat er natürlich überall Lack stehen. Ne, war ja klar. Ich sehe gerade, irgendwas stimmt hier nicht. Ey. Ich glaube, der ist krumm. Seht ihr das? Das sieht doch kein F40 aus. Das macht die Situation jetzt hier gerade ein bisschen prekär. Ich meine, Teile habe ich ja ohne Ende für den F40, ne? Ich schraube erstmal die Motorhaube ab, um festzustellen, ob das Chassis krumm ist oder irgendwas vorne mit der Motorhaube ist. So. Nächster Test. Das Chassis ist krumm. Die Motorhaube scheint es ganz gut getroffen zu haben. Ja, das heißt, neues Chassis für den guten F40. Oh, jetzt sieht man es ja auch. Hier, die Banane. Da passt auch ein Finger schon dazwischen. Komischerweise hat bei diesem Modell nicht die Achsen zerrissen. Was ja sonst immer so typisch ist bei dem Arsch hier. Des Weiteren ist ja nicht nur, dass ich den jetzt hier neu lackiere lasse. Ich mache den auch besser. Also von der Verarbeitung her mache ich den jetzt ein bisschen besser. Natürlich kriegt er natürlich ein echtes Ferrari schwarz. Ne? Das darf er natürlich nicht fehlen. Und zum anderen werde ich den hässlichen grauen Unterboden in der gleichen Farbe lackieren lassen. Und diese, sagen wir mal, Scheinfelgen hier, ne? Scheingoldfelgen, die werden in den richtigen Gold lackiert. So. Und ich überlege auch, ob ich die Innenausstattung ein bisschen modernisiere. Wobei, ich mag dieses Grau einfach nicht. Das hier. Ne, das ist einfach nur hässlich und sieht einfach nicht original aus. Aber krass, ne? Krumm wie eine Banane. Aber Gott sei Dank habe ich noch ein Spendermodell. Morgen, ich gehe es mal schnell holen. So, hier ist das Spendermodell. Hier ist alles Tutti. Gucken. Oh, hier ist die Achse auch in Ordnung. Nicht schlecht. Von dem kommt das Chassis dann zu dem und da wird auch in Wagenfarbe lackiert. Man wird das also nicht mehr sehen, dass wenn man einen Unfall hatte. Ich mache ein Unfallauto hier, ey. Aber ich fand den, irgendwie konnte ich das nicht übers Herz bringen, den zu zerlegen, ne? Ja, jetzt tue ich es ja trotzdem, aber mit einem anderen Aspekt. Und dieses hässliche Grau, ne? Boah, ich kann das nicht ab, ne? Ich habe echt nur Phobie vor Grau. Ich sehe gerade, der Motor ist auch ursprünglich Gold gewesen. Ich glaube, ich werde den auch nochmal... Ach, guckt euch mal. Der ist auch komplett verfärbt. Seht ihr das? Der hat so... Oh Gott. Gut, dann hat sich das Thema auch schon erledigt. Da wird die Innenausstattung auch mit lackiert. Jetzt muss ich super aufpassen. Uiuiui. Oh, ich weiß jetzt schon, das wird eine ekelhafte Fummelarbeit, das später alles wieder zusammenzubauen, ne?
Das ist das erste Mal, dass ich einen Ferrari F40 restauriere. Mir wird's gleich schlecht. Ich glaube, ich fange jetzt schon an zu bereuen, diese Entscheidung. So, da sehen wir den Unfallschaden. Da ist der Defekt zu Hause. Das geht zum Lackierer. Morgen geht es schon wieder los. Morgen kommen auch die ersten Kundenmodellautos für dieses Jahr wieder zurück vom Lackieren. Ich glaube, das war ein Opel und ein Ferrari. Boah, ist das ein Schaden, ey. Aber das... Okay. Schrott. So, was mache ich jetzt mit der Innenausstattung? Die ist so sensibel. Naja. Die ist echt sensibel. Was ist mir denn eigentlich da gerade abgebrochen? Oh je. Aha. Ist doch total schade. Oi, Gott sei Dank ist vom Spendermodell noch alles in Ordnung. So, hier hat alles soweit überlebt. Ihr müsst echt super sensibel damit umgehen, ne? Oh, das ist alles Fratze. Ja, ich glaube, das lasse ich mal lieber so. Ich glaube, sonst wird mich mein Lackierer umbringen, wenn ich ihn damit ankomme. Aber jetzt seht ihr richtig gut die Verfärbung. Da, dieses gelb-grüne hier. Und so ist normal. Ich hoffe, ich kriege die nochmal wieder zusammengebaut, ey. Weil so ein F40 ist echt fummelig. Das Problem ist, dieses Modellauto ist schon so alt. Da wird auch leider auch das Kunststoff alt. So. Irgendwas ekelhaftes. So. Die Pedalen. Ich habe noch nie verchromte Pedalen gesehen, deswegen werde ich die jetzt mit lackieren lassen. Also ich denke mal, ich werde das schwarz machen. Erstmal habe ich gedacht, die vielleicht in Gold zu lackieren. Aber jetzt irgendwie habe ich mir den Gedanken abgefunden. Komm, scheiß drauf, du machst das schwarz. Diese Dinger hier, ne, diese Motorhalterung hier, die. Könnt ihr die jetzt sehen? Die da? Das sind ja auch immer so extrem labile Teile bei dem Ferrari F40, ne?
Der R40 in diesem Motodrom Schwarz hier, ne, hier in diesem Deutschland Schwarz, ist ja an sich ja auch schon kein günstiges Modellauto, sagen wir mal so, für Burago-Verhältnisse. Der dümpelt so um die, ja, gute, ja, so zwischen, je nach Zustand und Verpackung und so alles, ja, so zwischen 15 und 30 Euro, wobei einige auch schon mal ein bisschen höher gehen, aber eher die Ausnahme. Ist halt ein schönes Sondermodell, ne? So. Auch fertig zum Lackieren. Das ist natürlich jetzt hier gar kein Problem mehr. Wenn ihr die Heckscheibe hier abmacht, müsst ihr höllisch aufpassen, weil die sitzt ordentlich unter Spannung, ne? Da ist so ein Spannungsriss ganz schnell dabei. So, das Chassis. Chassis? Ne, Cockpit. Oh, ich hoffe, ich kriege den wieder zusammengebaut, ey. Ist ja leider nicht mal eben so ohne, ne? So. Ja, er hat überall Lackschäden. Da hat er Lackschaden, da hat er Lackschaden, da hat er Lackschaden. Hier hat er Lackschäden. Überall. Und natürlich ganz schlimm das krumme Chassis. So, jetzt machen wir die Felgen. Die muss ich natürlich vom Gummi befreien. Weil die gehen auch zum Lackierer. Weil das ist ja, das soll ja Gold darstellen, aber ist weit entfernt vom echten Gold, ne? Also nicht echt Gold, sondern Goldlackierung. So, Spenderchen. Von hier brauche ich die Achsaufhängung und das Fahrgestell. Da fehlt eine Schraube, da fehlt auch eine Schraube. Geht schon gut los hier, ey. Was man nicht macht, ne? Für eine Restauration, oder? Boah. War dieses Ersatzteil ist inzwischen sehr selten geworden. Das hier. Diese brechen ab. Und das will ich bei einer Restauration natürlich nicht haben. So. Da ist es. Schönes Spenderteil. Passen tut es. Und so. Oh, 15 Minuten schon, ey. Junge, da wird noch mal ein langes Video für euch, ey. So. Und die Restauration kann beginnen. Nächster Schritt, leider nicht filmbar für mich, ist natürlich das Lackieren, weil da müsste ich extra nach Krefeld fahren zu meinem Lackierer, der ein Lackiermeister ist außerdem, ne? Der hat dann eine Lackiererei, also der ist schon ein richtiger Profi drin, er ist Lackiermeister sogar und das ist derjenige, der halt für mich die Modellautos immer in Kundenauftrag lackiert. So. Also richtige Profi-Lackierung
und keine Küchenlackierung, Kellerlackierung oder sonstige Lackierung auf Terrassen oder irgendwie sowas. Hier wird nicht gefuschelt. So, der geht wieder zurück auf den Schrottplatz ohne Chassis. Ja. Ich hoffe natürlich, dass es ein tolles, perfektes Modellauto wird. Das sind die Teile, die nicht lackiert werden. Die gehen weg. Und oh, Junge, hier fällt schon alles wieder auseinander. So, nochmal kurz zur Erinnerung. Das wird alles in Ferrari schwarz. Nicht in Burago Universal schwarz. Und das wird in einem schönen Gold lackiert. So. Da bin ich auch mal gespannt auf das Ergebnis. Ne? Wird bestimmt gut werden, hoffe ich doch mal. So, das war Teil 1. Teil 2 wird das dann halt sein, wenn ich ihn wieder zusammenbauen werde. Na, da wird er bestimmt auch cool aussehen. So, danke fürs Zugucken. Bis nächstes.